Herzlich willkommen zu unserem Kansas Erklärvideo. Hier möchten wir Ihnen anschaulich zeigen, wie Sie mit Kansas arbeiten können. Kansas ist eine Suchmaschine für die Recherche und Auswahl von Sprachlerntexten im Kontext von Alphabetisierung, Grundbildung und Deutsch als Zweitsprache. Hier befinden wir uns auf der Startseite. Mit Kansas kann man auf zwei verschiedene Arten suchen. Die Websuche sucht Texte aus dem gesamten Internet. Hier finden wir unter anderem tagesaktuelle Texte, wie zum Beispiel Nachrichten. Die Alpha-Korpus-Suche sucht aus einer Datenbank mit voranalysierten Texten, die speziell für Alpha-Lernkontexte zusammengestellt wurden. Außerdem bietet Kansas die Möglichkeit, eigene Texte kriteriengeleitet überprüfen zu lassen. Wir beginnen mit der Funktionsweise der Websuche. Danach zeigen wir, wie die Suche im Alpha-Korpus funktioniert. Wie bei jeder bekannten Suchmaschine auch, geben wir zunächst einen Suchbegriff ein, zum Beispiel gesunde Ernährung. Kansas sucht dann im Internet Texte zu diesem Begriff. Außerdem können wir die gewünschte Anzahl der Ergebnisse auswählen. Voreingestellt sind 40 Ergebnisse. Hier können wir zusätzlich ein Wortlimit einstellen. Es gibt die Möglichkeit, die Suche auf Webseiten in einfacher Sprache zu fokussieren, auf sogenannte Alpha-Seiten. Dazu können wir dieses Kästchen anwählen. Wir arbeiten aber erst einmal im regulären Suchmodus und wählen das Kästchen wieder ab. Jetzt klicken wir auf den Button Websuche und starten unsere Suchanfrage. Das kann jetzt einen Moment dauern, da in diesem Schritt alle Suchergebnisse sprachlich analysiert werden. Solange sich der blaue Balken am oberen Bildschirmrand noch bewegt, ist die Suchanfrage noch nicht abgeschlossen. Wir sehen nun die Ergebnisliste unserer Suchanfrage. In diesem Fall 40 Texte zum Thema gesunde Ernährung. Auf der linken Seite können wir den Schwierigkeitsgrad der Texte einstellen. Der Schwierigkeitsgrad wird anhand von Alpha-Leveln bestimmt. Das sind Schwierigkeitsstufen von Texten für niedrige Lesekompetenzen. Die einfachste Schwierigkeitsstufe für Texte ist Alpha Level 3. Wenn wir mit der Maus auf die jeweiligen Level gehen, sehen wir eine kleine Erläuterung. Wir möchten nun zum Beispiel Texte auf dem Alpha Level 4 oder 5 auswählen. Dazu wählen wir alle anderen Level ab. Von den ursprünglichen 40 Ergebnissen sind jetzt noch 6 Texte auf dem Alpha Level 4 und 5 übrig. Kansas kann auch spezifische Spracheinstellungen der Texte berücksichtigen und die gefundenen Texte entsprechend sortieren. Es gibt eine Liste der beliebtesten Einstellungen, eine Auflistung der Textmerkmale, die für die Einordnung der Texte in bestimmte Alpha-Level ausschlaggebend sind, und unter Feineinstellungen findet man das Gesamtmenü. Das Gesamtmenü ist unterteilt in Sätze, Grammatik und Wortarten. Auf dem rechten Pfeil können wir die Einstellungen zurücksetzen. Bei den beliebten Einstellungen finden wir beispielsweise Adjektive. Wenn wir mit der Maus über die graue Sprechblase fahren, werden uns Beispiele angezeigt. An dem blauen Regler können wir einstellen, ob wir einen Text mit möglichst vielen oder möglichst wenigen Adjektiven finden wollen. Wollen wir möglichst viele Adjektive finden, ziehen wir den Regler nach rechts. Jetzt hat Kansas die Texte neu geordnet. Die Texte mit vielen Adjektiven stehen jetzt ganz oben. Wir schauen uns das erste Ergebnis einmal an. Das ist das Suchergebnis mit den meisten Adjektiven. Dazu klicken wir auf den Text. Auf der rechten Seite können wir den gesamten Text sehen. Oben stehen das Alpha-Level, die Anzahl der Sätze und die Anzahl der Wörter. Die von uns gesuchten Adjektive sind hier jetzt blau markiert. In der Legende ist erklärt, was die Markierungen bedeuten und wie häufig die gesuchte grammatikalische Konstruktion im Text vorkommt. Zusätzlich möchten wir, dass der Text möglichst keine Schachtelsätze enthält. Dafür schieben wir den entsprechenden Regler nach links. Kansas hat unsere Texte ein zweites Mal geordnet. Der Text von eben ist aber weiterhin auf der obersten Position. In der Textübersicht sehen wir keine markierten Schachtelsätze. Jetzt können wir schauen, welcher Text uns auch inhaltlich gut gefällt. Denn oft erscheinen auch Werbetexte in der Websuche. In unserem Fall ist der erste Text aber auch vom Inhalt her geeignet. Kansas bietet auch die Möglichkeit, sich die Original-Website anzuschauen. Hierzu klicken wir auf den Link. In einem neuen Fenster öffnet sich die Original-Website. Wir gehen zurück zu Kansas. Wenn wir uns für einen Text entschieden haben, können wir diesen in die Zwischenablage kopieren
oder als Word-Dokument exportieren. Sollen die Hervorhebungen nicht im exportierten Text erscheinen, können wir diese Einstellung hier abwählen. In unserem Fall soll dies jedoch weiterhin angezeigt werden und wir wollen den Text als Word-Dokument exportieren. Es öffnet sich ein Hinweisfenster. Wir klicken auf OK und nun wird der Text als Word-Dokument heruntergeladen. Möchten wir eine neue Suchanfrage starten, können wir oben einen anderen Suchbegriff eingeben, zum Beispiel Naturschutz. Bei dieser Suche werden nun die Ergebnisse direkt nach Adjektiven und der Anzahl an komplexen Sätzen sortiert. Möchten wir unsere Einstellungen löschen, scrollen wir im linken Fenster nach unten und klicken auf Zurücksetzen. Möchten wir nicht im gesamten Web suchen, sondern nur auf ausgewählten Seiten in überwiegend einfacher Sprache, dann können wir oben rechts neben dem Eingabefeld die weiteren Optionen ausklappen und das Kästchen Alpha-Seiten anwählen. Wir klicken auf das blaue Suchsymbol und Kansas startet in den Alpha-Seiten eine Suchanfrage zum Thema Naturschutz. Auch hier können wir dann wieder mit der Sortierfunktion arbeiten. Wir können auch von der Websuche aus jederzeit zum Alpha-Korpus wechseln. Hierzu klicken wir auf das blaue Symbol unten rechts. Kansas übernimmt dann die eingegebenen Suchkriterien. Jetzt gehen wir aber erst einmal zur Startseite zurück. Dafür gehen wir auf das Kansas-Symbol oben links. Der zweite Kansas-Suchmodus ist die Alpha-Korpus-Suche. Die Alpha-Korpus-Suche hat den Vorteil, dass zum Beispiel keine Werbetexte aufgeführt werden, sondern nur voranalysierte Sprachlerntexte. Da die Texte voranalysiert sind, kann die Häufigkeit bestimmter Spracheigenschaften exakt bestimmt werden. Zudem ist die Suche mit dem Alpha-Korpus etwas schneller. Im Alpha-Korpus kann nach einem Schlagwort gesucht werden, es kann aber auch darauf verzichtet werden. Dies ist möglich, wenn andere Sucheinstellungen festgelegt werden. So können auch Texte zu bestimmten grundbildungsbezogenen Themen gesucht werden, zum Beispiel Gesundheit und Ernährung. Der Kansas Alpha-Korpus sucht dann nur Texte, die inhaltlich zu dem Themenbereich passen. Wenn wir für die Suche ein Schlagwort verwenden wollen, geben wir es hier ein, zum Beispiel Reisen. Außerdem können wir die gewünschte Anzahl der Ergebnisse auswählen, zum Beispiel 50 Ergebnisse. Bei der Suche im Alpha-Korpus kann man das gewünschte Alpha-Level vorher festlegen. Dann erhält man zum Beispiel nur Texte, die dem Alpha-Level 4 entsprechen. Wenn wir die Maus über ein Alpha-Level halten, wird uns eine kurze Erklärung angezeigt. Wir wählen jetzt den gewünschten Schwierigkeitsgrad aus. Wir können ebenfalls schon die beliebtesten grammatikalischen Einstellungen als Filter bei der Textsuche einsetzen. Ein Filter kann die Häufigkeit einer grammatikalischen Konstruktion genau eingrenzen. Das ist dann sinnvoll, wenn es beispielsweise aus sprachdidaktischen Gründen wichtig ist, dass im Text nicht mehr als 5 Adjektive vorkommen sollen. Wir sehen eine Grafik mit der Verteilung der Häufigkeit von Adjektiven in den gefundenen Texten. Hier unten an den blauen Reglern oder mit Hilfe der Eingabefelder können wir einstellen, wie viele Adjektive ein Text mindestens und maximal haben darf, also zum Beispiel maximal 5. Möchten wir hingegen, dass eine bestimmte Spracheigenschaft überhaupt nicht vorkommt, so können wir auch auf Ausschließen klicken. In diesem Fall zeigt Kansas uns nur Texte an, die gar keine Adjektive enthalten. In unserem Beispiel dürfen aber Adjektive vorkommen, also wählen wir das Kästchen wieder ab. Haben wir die Anzahl der Adjektive ausgewählt und wollen zunächst keine weiteren Filter hinzufügen, können wir die Kansas-Suche starten. Hierzu klicken wir auf den Button Korpussuche. Hier ist die Ergebnisliste der Alpha-Korpus-Suche. Wir sehen nun die Texte, die unserer Anfrage entsprechen. 12 Texte zum Thema Reisen. In der Liste befinden sich nun ausschließlich Texte auf dem Alpha-Level 4. Außerdem enthalten alle hier aufgeführten Texte maximal 5 Adjektive. Am linken Bildschirmrand sehen wir die Spracheinstellungen. Genau wie bei der Websuche können wir die Texte auch im Alpha-Korpus nach gewünschten Spracheigenschaften sortieren lassen. Das Menü ist aufgebaut wie in der Websuche. Es gibt eine Liste der beliebtesten Einstellungen, eine Auflistung der Textmerkmale, die für die Einordnung der Texte in bestimmte Alpha-Level ausschlaggebend sind, und unter Feineinstellungen findet man das Gesamtmenü. Das Gesamtmenü ist unterteilt in Sätze, Grammatik und Wortarten. Auf dem rechten Pfeil können wir die Einstellungen zurücksetzen. In unserem Beispiel suchen wir Texte mit möglichst vielen Artikeln.
Die Einstellungsmöglichkeit hierfür befindet sich unter Wortarten. Wenn wir mit der Maus über das graue Kästchen fahren, werden uns Beispiele angezeigt. An dem blauen Regler können wir einstellen, ob wir einen Text mit möglichst vielen oder möglichst wenigen Artikeln finden wollen. Wollen wir möglichst viele Artikel, ziehen wir den Regler nach rechts. Zusätzlich möchten wir, dass der Text möglichst wenige Nebensätze enthält. Dazu gehen wir in den Spracheinstellungen auf Sätze, dann auf Satzarten und schieben den Regler bei Nebensätze nach links. Kensis hat die Ergebnisse jetzt so geordnet, dass Texte mit möglichst vielen Artikeln und gleichzeitig möglichst wenigen Nebensätzen oben stehen. Unter der Sortierfunktion befinden sich detaillierte Einstellungsmöglichkeiten für weitere grammatikalische Filter. Wir möchten an dieser Stelle aber keine weiteren Einstellungen vornehmen und schauen uns nun das erste Ergebnis einmal an. Dazu klicken wir auf den Text. Auf der rechten Seite erscheint, wie bei der Websuche, eine Zusammenfassung des Textes. Oben stehen das Alpha-Level, die Anzahl der Sätze, die Anzahl der Wörter und der Themenbereich, dem dieser Text zugeordnet wurde. Die von uns gesuchten Artikel sind jetzt blau markiert. In der Legende ist erklärt, was die Markierungen bedeuten und wie häufig die gesuchte grammatikalische Konstruktion im Text vorkommt. Der Text enthält 9 Artikel und wie von uns gewünscht keinerlei Nebensätze. Außerdem finden wir hier eine Angabe dazu, wie der Text lizenziert ist. Fahren wir mit der Maus über den blauen Informationsbutton, finden wir eine Erläuterung dazu, was die Lizenz bedeutet. Wenn wir uns für einen Text entschieden haben, können wir diesen Text in die Zwischenablage kopieren oder ihn als Word-Dokument exportieren. Sollen die Hervorhebungen und die Angaben dazu nicht im exportierten Text erscheinen, können wir diese Einstellungen hier abwählen. In unserem Fall sollen diese jedoch weiterhin angezeigt werden und wir wollen den Text als Word-Dokument exportieren. Es öffnet sich ein Aktionsfenster. Wir klicken auf OK und der Text und die Zusammenfassungen werden heruntergeladen und können dann in Word geöffnet werden. Zum Abschluss noch einige Tipps für eine erfolgreiche Suche. In Kensis gibt es viele Optionen, die man ausprobieren kann, wenn man nach geeigneten Texten sucht. Man kann bequem zwischen den verschiedenen Suchmodi hin und her wechseln, wenn man auf die Symbole unten rechts klickt. Kensis merkt sich die Sucheinstellungen. Jetzt wechseln wir zum Beispiel in die Websuche. Kensis hat die Sucheinstellungen übernommen. Nur die Alpha-Corpus-Filter können nicht in die Websuche übernommen werden. Es kann sich lohnen, verschiedene Optionen auszuprobieren. Auf den Alpha-Seiten suchen, die Sucheinstellungen ändern oder den Suchmodus wechseln. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, einen passenden Text zu finden. Kensis bietet außerdem die Möglichkeit, eigene Texte vor dem Hintergrund verschiedener Sprachmerkmale analysieren zu lassen. Hier im Upload-Bereich können wir einen oder mehrere Texte sprachlich durch Kensis analysieren lassen und diese vergleichen. Um Texte hochzuladen, können wir die Dateien entweder aus einem Ordner in den blauen Bereich ziehen oder auf das Symbol klicken, die Texte dann aus dem entsprechenden Ordner auswählen und auf Öffnen gehen. In beiden Fällen klicken wir anschließend auf Fertig. Damit starten wir die Analyse. Das kann ein paar Sekunden dauern. Jetzt analysiert Kensis die Texte hinsichtlich ihres Schwierigkeitsgrads anhand des Alpha-Levels. Nach der Prüfung sehen wir hier sofort, auf welchem Alpha-Level die überprüften Texte eingeordnet wurden. Wenn wir nun auf einen unserer Texte klicken, werden uns das Alpha-Level, die Anzahl der Sätze und die Anzahl der Wörter angezeigt. Die Texte können wir nun auch sprachlich analysieren und vergleichen. Die Vorgehensweise für die Einstellung ist hierbei die gleiche wie in der Websuche oder in der Alpha-Corpus-Suche. Kensis ermöglicht es uns so, eigene Texte vor dem Hintergrund zahlreicher grammatikalischer Konstruktionen und weiterer Textmerkmale zu analysieren und festzustellen, für welchen Lernkontext sie besonders geeignet sind. Um die Analyseergebnisse festzuhalten, können wir den Text nun in die Zwischenablage kopieren oder als Word-Dokument exportieren. Damit endet unsere kurze Einführung. Noch detailliertere Erklärungen finden Sie in der Anleitung oben rechts auf dem roten Balken. Für weitere Informationen und Fragen finden Sie unsere Projekt-Homepage unter www.de-bonn.de/Kensis. Wir wünschen viel Spaß bei der Textsuche mit Kensis.